Herzlich willkommen auf dem Hart- und Fachlich-Kanal. Wir schauen uns heute an diesem Passat B6 einmal an, wie man oben die Mobiltelefonvorbereitung ausbaut. Ja, möglichst sollte das Handschuhfach zuerst leer sein. Handschuhfach ausbauen wird auch für ganz viele andere Arbeiten immer benötigt. Gibt es auch noch etliche andere Videos auf unserem Kanal. Hier sieht man übrigens kurz unseren DVD-Wechsler, der ist auch in der Einheit mit dem Handschuhfach. Muss man aber tatsächlich nicht das Handschuhfach ausbauen, wenn man den ausbauen möchte. Das funktioniert anders. Gibt es auch ein Video auf unserem Kanal. Wir haben nämlich mittlerweile eine Playlist mit wirklich etlichen Videos vom Passat aus allen Bereichen. Vom Motor über Fahrwerk, über Innenraum, über Elektronik, über Verschleißmaterial, Verschleißteile, wie jetzt an der Rückseite die Scheibenwischer. Und wenn ihr da einfach mal schauen wollt, was für Arbeiten auf euch zukommen oder was für Werkzeuge für irgendwelche Arbeiten benötigt, was für eine Teilenummer ihr braucht, wenn ihr da irgendwas repariert, dann könnt ihr gerne einmal in die Playlist schauen, da ist bestimmt was für euch dabei. So, die ersten beiden Schrauben haben wir jetzt schon gesehen, habe ich hier an der Oberseite rausgedreht, dann haben wir hier und hier drüben jeweils noch eine Schraube. Was ich vorher auch kurz in die Kamera gehalten habe, was wir jetzt hierfür benutzen, ist ein Torx-Bit, und zwar ein T20. So, nachdem wir hier oben die Schrauben alle gelöst haben, die 4 Stück, können wir hier unten, ihr seht, 1, 2 und 3, ebenfalls Torx T20 Schrauben lösen. So, ich tue jetzt hier rechts noch diese Abdeckung öffnen, weil an der Innenseite vom Handschuhfach ist so eine Plastikabdeckung, wo dann auch der Riegel von der vorderen Klappe quasi einrastet, und da kann man einfach hier diese beiden Nasen noch nach vorne hebeln, da hat man ein bisschen mehr Platz. Ja, hier, das war jetzt nicht ganz auf dem Video, aber man hat schon gesehen, das Handschuhfach einfach rausgefallen. Ich habe gerade eigentlich noch geschaut, wo es hängt, und hier hinten sieht man schon die Fußraumbeleuchtung, die war hier auf Zug. Da haben wir gleich abgesteckt. Man hat gesehen, der Stecker hat 2 Nasen, die man einfach nur zusammendrücken muss. Bei dem Stecker ist es so, hier ist seitlich eine Nase, wo den ganzen festhält. Die drückt man dann einfach seitlich weg und dann kann man den Stecker abziehen. Hier unten für die Handschuhfachbeleuchtung haben wir auch wieder so einen Stecker mit links und rechts der Entriegelung, die man einfach nur nach innen zusammendrückt und dann kann man den abziehen. Hier haben wir den Stecker für Airbag On-Off, quasi für den Beifahrer-Airbag, den deaktivierbaren. Da wird einfach nur diese blaue Hebel nach oben gezogen. Was man jetzt hier nicht gesehen hat, genau hier, ich habe es gerade eingeblendet, ist der Schlauch für die Handschuhfachbelüftung. Der ist hier bei mir von alleine runtergerutscht. Den müsste man theoretisch dann auch noch abziehen, ist aber, glaube ich, selbsterklärend. Wichtig ist auch, dass man ihn beim Wiedereinbauen nicht vergisst. Hier haben wir noch vom DVD-Wechsler den Stecker abgezogen. Den habt ihr eventuell auch gar nicht. Und dann ist das Handschuhfach hier auch schon draußen. Da hier nochmal wo der Schlauch fehlt. Genau, dieser Halter wird dann einfach nur mit etwas Gewalt abgezogen. Dahinter sehen wir dann den Fuß quasi von der Mobilvorbereitung. Das wiederum ist mit 2, man sieht es hier kurz, 25er Torx-Schrauben befestigt. Die drehen wir jetzt einmal raus. So, der Halter wäre weg. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch nicht wegnehmen, weil die Leitungen an der Rückseite noch angesteckt sind. Jetzt haben wir hier einmal Licht. Sehen, hier hinten gibt es quasi einen Halter, wo 2 Steckverbindungen sind. Die vordere Steckverbindung ist hier der schwarze Stecker. Genau, da einmal entriegeln und auseinanderziehen. Ich mache das hier mit dem Schraubenzieher, weil ich quasi vom Platz her mit Kamera und Hand da und Licht da nicht so klarkomme. Genau, der zweite Stecker ist quasi so eine Antennenleitung. Der ist Bordeaux-Rot, den kann man auch abstecken und dann kann man die ganze Einheit einmal abnehmen. Hier nochmal kurz den Stecker. Beim schwarzen haben wir hier so eine
Verriegelungsnase, die man einfach nur zum Stecker hindrücken muss. Bei Broten ist das Ganze quasi ähnlich.